Willkommen zur Voreinstellung Nur Augenbewegung mit Ivy Skyle. Mit dieser Voreinstellung kannst du deinen Computer alleine mit der Bewegung deiner Augen bzw. deinem Blick steuern. Alles, was du dazu benötigst, ist ein Ivy Skyle Eye Tracker der zweiten Generation. Wenn du Details über die Einrichtung des Skyle Eye Trackers von Ivy wissen möchtest, findest du den Link zum Handbuch in der Videobeschreibung. Ich wähle in der Einrichtung Nur Augenbewegung mit Ivy Skyle aus und klicke auf Weiter. Nun stellen wir den Eye Tracker im Detail ein. Ich scrolle nach unten und sehe ein Vorschaubild, so wie mich der Eye Tracker wahrnimmt. Ich bin schon recht gut positioniert, aber wahrscheinlich muss ich noch etwas mehr in die Mitte. Wenn ich zu nahe rangehe, färben sich meine Augen bzw. die Punkte über meine Augen rot. Wenn ich zu weit weggehe, passiert das ebenfalls. Am besten befinde ich mich ungefähr 60 cm vom Eye Tracker entfernt. Das heißt, entweder ihr könnt euren Eye Tracker positionieren oder eure Augen richtig positionieren. Wenn ich weiter herunter scrolle, sehe ich, dass ich zwei verschiedene Verbindungen auswählen kann. Entweder die Standardverbindung oder die des Integration Kits. Da ich hier einen Entwicklungs-Eye Tracker habe, nehme ich die rechte Variante Integration Kit. Ihr müsst wahrscheinlich die Standardverbindung auswählen. Dann kann ich den Eye Tracker noch konfigurieren. Ich kann zum einen bestimmen, ob beide, das linke oder das rechte Auge, beachtet werden sollen und wie stark die Daten gefiltert werden. Das heißt, einmal kann man sagen, wie stark die Fixationen gefiltert werden, ob die eher reaktiv oder eher weich sein sollen, und einmal die Sarkaden, ob sie eher reaktiv oder weich sein sollen. Fixation bedeutet, wenn mein Blick an einer gewissen Stelle auf dem Bildschirm verbleibt. Sarkade bedeutet, wenn mein Blick von einer Position auf die nächste sich verändert. Zuletzt gibt es hier noch einen Dialog bei Problemen. Das heißt, wenn der Eye Tracker deine Augen nicht mehr finden kann. Das kommt zum einen vor, wenn du dich zu weit weg, zu nah an den Eye Tracker oder zur Seite bewegst oder auch einfach deine Augen schließt. In dem Moment kommt ein Fenster und du kannst den Eye Tracker neu auf dich kalibrieren. Neu auf dich kalibrieren solltest du ihn auch bei der erstmaligen Nutzung. Dazu stehen dir verschiedene Punktkalibrierungen zur Verfügung. Wir empfehlen hier eine 5-Punkte- oder sogar 9-Punkte-Kalibrierung und die kann ausgelöst werden durch den Klick auf Kalibrieren. Nun sollen meine Augen dem Punkt folgen. Wenn der Eye Tracker für jeden Punkt genug Daten gesammelt hat, um deine Augen kennenzulernen, bewegt er sich zum nächsten Punkt. Solange er noch nicht genug Daten hat, verbleibt der Punkt auf dem Bildschirm und wartet auf dich, dass du bereit bist. Das war die Kalibrierung. Nun ist alles abgeschlossen, wir können uns noch das Ergebnis anschauen. Der mittlere Punkt war nicht ganz so gut, der Rest sehr gut. Wir probieren es mal damit und ich gehe auf Weiter. Damit ist die Einrichtung auch abgeschlossen und ich klicke auf Fertig. Das erste, was ich sehe, ist ein kleiner weißer Punkt in der Mitte vom Bildschirm. Wir nennen ihn die Spur. Die Spur folgt deinem Blick. Das heißt, wenn ich nach links schaue, bewegt sich die Spur nach links. Schaue ich nach rechts, bewegt sie sich nach rechts. Und schaue ich auf den Papierkorb, ist sie über dem Papierkorb. Nun möchte ich eine Suche starten. Dazu gehe ich an die rechte Seite und öffne das Panel. Im Panel gibt es einige Funktionen, die du damit aktivieren kannst, indem du längere Zeit drauf schaust. Wie zum Beispiel den Linksklick. Nun schaue ich auf meinen Webbrowser, hier Microsoft Edge in der Taskleiste. Bei einem erneuten Zoom bestätige ich und schon öffnet sich Microsoft Edge. Die Adressleiste ist bereits ausgewählt, daher kann ich auf Tippen schauen und nun Buchstabe für Buchstabe meinen Suchbegriff einsehen. Ich suche hier nach Semanux. Und bestätige meine Suche mit Enter. Nach dem Schließen der Tastatur sehe ich meine Suchergebnisse, in denen kann ich auch noch scrollen. Dafür gehe ich wieder auf das Panel, gehe auf Scrollen und wähle die Position aus, an der ich scrollen möchte. Durch ein Herab- und Heraufsehen kann ich die Suchergebnisse herab- und herauf scrollen. Wenn ich mit der Position zufrieden bin,
schaue ich auf Beenden. Nun kann es sein, dass wenn du den Computer verlässt, dich etwas bewegst oder den Computer verschiebst, du den Eye-Tracker erneut kalibrieren musst. Das kannst du entweder über den Knopf im Panel ganz unten, wo Kalibrieren draufsteht, oder du kannst für einige Sekunden deine Augen schließen. Hier siehst du nochmal eine Vorschau, wie der Eye-Tracker dich wahrnimmt, und du kannst auf Neu kalibrieren schauen, um erneut zu kalibrieren. Damit hast du die Grundlagen der Bedienung von Simulux Access mit der Voreinstellung nur Augensteuerung mit Ivy Sky kennengelernt. Schau noch unsere weiteren Videos an oder gehe auf die Online-Hilfe auf unserer Webseite. Ich wünsche dir noch viel Spaß!